Die meisten Leute denken, Notfallvorräte begnügen sich damit, ein paar Kisten Wasser unter dem Bett zu verstecken. Aber mal ehrlich, wenn deine Wohnung Fußbodenheizung hat, verdirbt dein Vorrat langsam. Und wenn du Nudeln in Plastiktüten lagerst, lädst du Motten geradezu ein. Vorsorge ist kein Horten, sondern eine Strategie. Heute zeige ich dir nicht nur, wo du Vorräte verstecken kannst, sondern auch 16 strategische Versteckmethoden, die selbst Profis entgehen würden, und wie du diese Vorräte zu wertvollen Ressourcen machst. Alles anhand von Beispielen aus dem echten Leben. Bist du bereit? Dann lass uns deine Wohnung in eine stille Festung verwandeln. 1. Wärmefalle und kalter Korridor. Nutze die nach Norden ausgerichteten Wände. Warum? Anders als in manchen Videos gezeigt, eignet sich nicht jeder Ort im Haus zum Verstecken von Vorräten. Hitze ist der größte Feind von Lebensmitteln. Während der Energiekrise 2022 musste ein Bekannter, der Lebensmittel unter seinem Bett gehortet hatte, feststellen, dass all seine Konserven und Öle aufgrund der Fußbodenheizung innerhalb von 3 Monaten oxidiert und verdorben waren. Tausende von Euro waren verloren. Bringen Sie 2 cm Styropor zwischen den Schränken und der Außenwand an. Dies bildet eine Isolierschicht, die verhindert, dass die Wärme aus der Wohnung Ihre Vorräte erreicht. 2. Lautlose Konserven und akustische Tarnung-Schalldämmung von Metall- und Glasbehältern. Warum? Stille ist das beste Mittel für operative Sicherheit und Gesundheit. Während des Konflikts in der Ostukraine 2014 wurde eine Familie, die in ihrer Wohnung Vorräte angelegt hatte, von ihren Nachbarn des Diebstahls beschuldigt, nur wegen des metallischen Klirrens, das beim Öffnen ihres Küchenschranks zu hören war. Wickeln Sie jede Dose mit einem Gummiband ein oder stecken Sie sie in eine alte Socke. Dies reduziert den Schall und verhindert, dass das Glas bei einem Stoß zerbricht. 3. Mottenschutz. Aluminiumschutz. Verzichten Sie auf Plastiktüten und verwenden Sie stattdessen Mylar-Beutel. Warum? Mäuse und Motten können sogar Plastikbehälter durchdringen. Einer meiner Follower fand Tausende von Motten in 50 Kilogramm Reis, den er 2 Jahre lang gelagert hatte. Der Grund? Sauerstoff. Verpacken Sie Ihre Lebensmittel in Mylar-Beutel und geben Sie einen Sauerstoffabsorber hinzu. Wo kein Sauerstoff ist, gibt es kein Leben. Weder Insekten können sich vermehren, noch Lebensmittel verderben. 4. Ablenkungsstrategie. Verstecken Sie Ihre wertvollsten Waren in scheinbar wertlosen Kisten. Warum? Diebe konzentrieren sich auf Kisten, die ordentlich aussehen. Während der Unruhen in Los Angeles 1992 packte ein Ladenbesitzer seine wertvollsten Waren in schwarze Säcke mit der Aufschrift Verkehr und stellte sie mitten in seinen Laden. Die Plünderer rührten den Kram beim Ausräumen der Regale nicht einmal an. Wichtige Medikamente und Batterien versteckten sie in staubigen Kisten mit der Aufschrift alte Kinderkleidung oder kaputtes Küchengeschirr. 5. Haustiertarnung. Futterbeutel. Lagerung. Verwandeln Sie große Futterbeutel in Wasserbehälter. Warum? Niemand öffnet einen Futterbeutel und schaut hinein. In Berlin soll ein Vermieter, als er 20 Wasserkanister im Keller seines Mieters sah, gesagt haben: Steht hier ein Krieg bevor? Was machen Sie da? Stellen Sie 5 Liter Kanister in die leeren Futterbeutel und verschließen Sie diese. Von außen sieht es dann nur nach 20 Kilogramm Katzenfutter aus. 6. Küchenunterschrank. Unsichtbarer Boden. Nutzen Sie den 10 bis 15 cm breiten Raum unter den Küchenschränken. Warum? Dies ist der größte und ungenutzte Raum im Haus. Entfernen Sie den Boden und stellen Sie vakuumverpackte Flachpackungen, Nudeln, Reis oder dünne Öldosen hinein. So gewinnen Sie durchschnittlich 50 bis 60 Liter zusätzliches Volumen. 7. Nützliche Ausrüstung. Kein unnötiger Ballast. Vermischen Sie Ihre Vorräte nicht. Sortieren Sie sie nach Einsatzszenarien. Warum? In einer Krise haben Sie keine Zeit, Kisten zu durchsuchen. Bereiten Sie Sets wie 72 Stunden Notfallpakete, Batterien, Lampen, Energieriegel und Hygienepakete, Seife, Wasserfilter vor. Selbst wenn ein Paket beschädigt wird, bleiben die anderen sicher. 8.
Türrahmen und Bilderrückseiten verwandeln Sie Bilder mit tiefen Rahmen in unauffällige Verstecke. Warum? Die Lücken in der Wand werden am seltensten durchsucht. Kleben Sie dünn verpackte Medikamente oder Notfallgeld in die leeren Stellen hinter Leinwandbildern. Es ist sichtbar, aber niemand sieht es. 9. Flüssige Verteidigung, Wasserreservoir und verstecktes Wasser. Betrachten Sie den Toilettenspülkasten als Reinwasserreservoir und Versteck. Warum? Die ersten 24 Stunden nach der Wasserabschaltung sind kritisch. Sie können Ihre Silbermünzen in Ziploc-Beuteln, ohne den Mechanismus zu beschädigen, im Spülkasten verstecken. Wasser ist das Letzte, was Diebe in die Finger bekommen wollen. Überprüfen Sie Ihr gespeichertes Wasser alle 6 Monate. Wenn es sich nicht um abgefülltes Wasser handelt, geben Sie pro 5 Liter einen Tropfen, ja, nur einen Tropfen, chlorfreies, reines Jod oder Silberionen hinzu. Das verhindert Bakterienwachstum im Wasser. Unsere Vorfahren warfen nicht umsonst Silbermünzen in Wasserkrüge. 10. Traditionelle Vorratskammer, braten und vakuumieren. Modernisieren Sie die Konservierungsmethoden Ihrer Vorfahren. Mein Großvater kochte in den 1940er Jahren Fleisch im eigenen Fett, braten und füllte es in Krüge. In einer Welt ohne Strom würde es monatelang nicht verderben. Kaufen Sie nicht einfach Konserven im Supermarkt. Bereiten Sie Ihre eigenen Proteinvorräte nach traditionellen Methoden, trocknen oder braten zu und vakuumieren Sie sie. 11. Hinter dem Bücherregal, intellektueller Graben. Nutzen Sie Bücher als Sichtschutz. Stelle die schwersten Bücher vom untersten Regal nach vorn und stapel die schwersten Konservendosen dahinter. Wenn dein Bücherregal Glaswände hat, klebe Bilder von Buchrücken darauf. Von außen wirkt es wie eine Bibliothek, von innen wie ein Überlebenspaket für 3 Monate. Nur sich selbst zu ernähren reicht nicht. In einer Wirtschaftskrise können kleine Annehmlichkeiten dein Überleben sichern. Lege dir abgepackten Kaffee, Tabak oder hochwertige Batterien zu. Das sind Gold wert, denn du kannst in Krisenzeiten die fehlenden Vorräte anderer eintauschen. 12. Mechanische Tarnung, ausrangierte Haushaltsgeräte und elektronische Tresore. Nutzen Sie den Innenraum kaputter oder ausrangierter Haushaltsgeräte als Versteck. Warum? Ein Einbrecher, Plünderer oder neugierige Blicke suchen in Schubladen, unter dem Bett oder in Schränken nach Wertsachen. Niemand ahnt jedoch, dass die inneren Mechanismen einer kaputten Waschmaschine oder eines alten Gefrierschranks zerlegt und zu einem riesigen Tresor umfunktioniert wurden. In den Konfliktgebieten des Balkans in den 1990er Jahren stellten manche Familien ihre alten, defekten Gefrierschränke auf den Balkon. Von außen sahen diese Geräte aus wie Schrott, der nur darauf wartete, entsorgt zu werden. Doch ihre Motorteile waren entfernt und sie waren mit Konserven und Silbermünzen für ein ganzes Jahr gefüllt. Bei Hausdurchsuchungen öffneten die Soldaten nicht einmal die Deckel dieser rostigen Schrottkisten. Wenn Sie einen Balkon oder Keller haben, besorgen Sie sich einen alten Mini-Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Entfernen Sie die sperrigen Innenteile wie Motor und Kabel. Dadurch entsteht ein großer, isolierter Raum. Füllen Sie es mit schweren Vorräten, Wasser, Konserven, Munition. Bedecken Sie es mit einem staubigen Tuch, ein paar leeren Kartons oder einem alten Blumentopf, um den Eindruck zu erwecken, es handle sich um völlig vergessene Gegenstände. Mit dieser Methode können Sie etwa 150 bis 200 Liter Material lagern und es selbst für professionelle Suchtrupps unsichtbar machen. Denn niemand schleppt gerne schweren und sperrigen Kram herum. 13. Logistischer Vorteil, Inventar und Beschriftungsmatrix. Sie haben Dinge an 100 verschiedenen Orten gelagert. Werden Sie sich in einer Krise, wenn Ihr Adrenalinspiegel in die Höhe schnellt, noch daran erinnern, wo sich jeder einzelne Gegenstand befindet? Lösung: eine nicht digitale, verschlüsselte Logistikkarte. Führen Sie ein Notizbuch, aber schreiben Sie nicht Lagerliste hinein. Verwenden Sie einen Ordner mit der Bezeichnung Rezepte oder alte Rechnungen. Nach dem Erdbeben in Japan 2011 konnten viele Menschen nicht an ihre Vorräte gelangen, da diese umgestürzt und durcheinander waren.
Unorganisierte Vorräte sind keine Vorräte, sie sind nur eine Last. Weisen Sie jedem Lagerplatz eine Nummer zu, zum Beispiel Lagerplatz 01, unter dem Bett Lagerplatz 07, Küchenbereich. Führen Sie nur Lagerplatz 01, 48 Stunden Wasser auf. 14. Soziale Tarnung. Geruchs- und Abfallmanagement. In einem Gebäude, in dem alle hungrig sind, reicht der Geruch von frisch gekochtem Essen aus ihrer Küche aus, um jemanden mit einem Vorschlaghammer vor ihrer Tür stehen zu lassen. Lösung: unauffällige Ernährung und Geruchskontrolle. Während der Belagerung von Sarajevo kochten die Menschen in den dunkelsten Stunden der Nacht und verdeckten die Fenster mit Decken, damit sich der Essensgeruch nicht ausbreitete. Geruch ist eine Spur, die ihren Standort verrät. Ergänzen Sie Ihre Vorräte um geruchsneutrale oder kalt verzehrbare Lebensmittel. Verwenden Sie ein Handtuch, um das Geräusch beim Öffnen von Dosen zu dämpfen. Stellen Sie Ihren Müll, leere Dosen, niemals direkt vor Ihre Tür. Zerdrücken Sie ihn, verpacken Sie ihn in kleine Pakete und lagern Sie ihn so, dass er nicht erkannt wird. Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze in der Küche. Verwenden Sie Deckel mit Aktivkohlefilter, um zu verhindern, dass Kochgerüche in die Nachbarwohnungen ziehen. Denken Sie daran, die Nase Ihres Nachbarn ist gefährlicher als der beste Geheimdienst. 15. Mentale Vorbereitung. Schluss mit dem Horten und richtig vorbereitet sein. Viele Menschen horten Vorräte, sind aber in Krisenzeiten wie gelähmt. Lösung: Probelauf. Schalten Sie einmal im Monat Strom und Wasser für ein Wochenende ab. Leben Sie nur von den Vorräten, die Sie aus Ihren Horten geholt haben. Warum? So erkennen Sie, welche Vorräte schwer zugänglich sind, welche Lebensmittel wirklich schlecht schmecken und welche Beleuchtung unzureichend ist. Eine echte Krise ist kein Testgelände. 16. Rechtlicher und sozialer Schutz. Umgang mit Vermieter und Nachbarn. In Deutschland und Großstädten kann übermäßige Vorbereitung von Nachbarn manchmal als verdächtige Aktivität gemeldet werden. Lösung: verpacken Sie die Vorbereitung als Hobby oder Campingbegeisterung. Wenn Sie jemand beim Kauf vieler Dosen beobachtet, sagen Sie: Ich liebe Camping, es gab einen Mengenrabatt. Sag niemals: Die Welt geht unter, ich bereite mich vor. Der graue Mann hat immer eine logische Erklärung parat. Wenn du bis hierher durchgehalten hast, denk nicht, dass unser Video schon vorbei ist. Ich habe 2 weitere Überraschungsprodukte hinzugefügt, sodass insgesamt 18 Produkte im Video zu sehen sind. Weiter geht's. 17. Statische Illusion. Verstecke in abgehängten Decken und Gesimsen. Verwandeln Sie die Hohlräume in abgehängten Decken oder die Zierleisten moderner Gebäude in Logistikzentren. Warum? Niemand schaut zur Decke. Für Diebe oder Kontrolleure ist die Decke ein fester Bestandteil des Gebäudes, kein Lagerraum. In den besetzten europäischen Städten der 1940er Jahre versteckten Widerstandskämpfer ihre Radios und verbotenen Publikationen in diesen engen Nischen auf den Dachböden. Heutzutage weisen abgehängte Decken in Badezimmern, wo sich die Einbaustrahler befinden, üblicherweise einen 15 bis 20 cm breiten Spalt auf. Entfernen Sie eine Platte oder einen Einbaustrahler aus Ihrer Badezimmerdecke. Platzieren Sie leichte, aber lebensnotwendige Lebensmittel, vakuumverpackte Nüsse, Antibiotika, Silbermünzen in verschlossenen Beuteln darin. Vorsicht! Platzieren Sie hier keine schweren Konserven, um die Tragfähigkeit der Decke nicht zu überlasten. Nutzen Sie diesen Raum als Ihr Notfallmedikamenten- und Bargeldlager. 18. Vertikale Landwirtschaft als Tarnung. Balkontöpfe und unterirdische Lager. Nutzen Sie die Töpfe auf Ihrem Balkon nicht nur für Pflanzen, sondern auch als wasserdichte Kapseln. Warum? Erde ist ein natürlicher Isolator und hält Lebensmittel kühl. Außerdem möchte niemand den Boden eines matschigen Topfes ausgraben. Während des Vietnamkriegs vergruben Dorfbewohner Reis und Munition in verschlossenen Gläsern im Boden. Wenn Sie in der Stadt keinen Garten haben, sind große Töpfe auf Ihrem Balkon Ihre kleinen unterirdischen Schutzräume. Besorgen Sie sich einen großen Topf. Stellen Sie einen wasserdichten Behälter aus PVC-Rohr oder einer abschließbaren Metallbox hinein. Füllen Sie ihn mit Lebensmitteln und geben Sie 20 bis 30 cm Erde darüber.
Pflanzen Sie dann eine echte Pflanze ein, vorzugsweise Heilminze oder Aloe Vera, die in Krisenzeiten nützlich sein werden. Wenn Sie die Außenseite des Topfes mit einem Schild »Vertrocknete Pflanze« oder »Abgestorbene Pflanze« versehen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Plünderer oder neugierige Schaulustige den Topf berühren, gegen 0. Niemand stiehlt eine verwelkte Blume. Meine Damen und Herren, was ich beschreibe, ist kein Horrorszenario, sondern eine Versicherung. Nach einem Unfall gibt es keine umfassende Versicherung mehr. Wenn Sie heute nur eines dieser Verstecke einrichten, sind Sie besser vorbereitet als 90% der Bevölkerung. Merken Sie sich, am besten versteckt ist das, dessen Existenz unbekannt ist. Pausieren Sie nun das Video und schreiben Sie in die Kommentare den unsichersten Ort in Ihrem Haus. Natürlich ohne zu sehr ins Detail zu gehen. OPSEC. Im nächsten Video erkläre ich, welche dieser Verstecke in das Notfall-Evakuierungsset integriert werden können. Ich bin der Kommissar, die heutige Mission ist abgeschlossen. Verbessern Sie sich, bewahren Sie Ihre Willenskraft wie Stahl. Wenn Sie bis hierher durchgehalten haben und meine Bemühungen schätzen, abonnieren Sie, liken und teilen Sie das Video. Wir sehen uns bei der nächsten Operation. Tschüss.